Hallo und herzlich willkommen. Paranoia hier, zockt mit Handicap und Sherlock Holmes. Ja, Sherlock Holmes spiele ich wieder. Warum? Weil ich es langsam mal durchspielen muss. Wir wollen ja das langsam beenden und ich will das nicht, ich will das ja nicht in die Länge ziehen. Also, Aufgaben. Schon lange her, ne? Was haben wir hier? Manche können im Archiv. Im Archiv. Okay. Das machen wir jetzt gleich. Haben wir den schon uns angeguckt? Untersuchen Sie den Ort. Führen Sie Autopsie, hat man auch. Okay. Ich weiß nicht mehr genau. Gucken. Okay. Da. Was haben wir hier? Was ist das? Jung wurde vergiftet. Ja, das könnte sogar sein. Okay, Baker Street. Da wollen wir mal gucken, was hier eigentlich Phase ist. Baker Street. Okay. Sherlock Holmes, mein Verdacht ist dann bestätigt. Okay. Was ist denn hier? Stimme. Archiv. Nee, Archiv. Brief. Was haben wir denn da? Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jenem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es ja jemanden gab, der mich wirklich liebte. Und für den ich auch nichts als Liebe empfand. Sie kennen ihn. Ich rede von Captain Jack Crocker. Seine Liebe hat mir Kraft zum Leben gegeben und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne sie nicht möglich gewesen. Mr. Holmes. Okay. Sehr schön. This is where I keep my post. Get post. Yeah, post. Erstmal machen wir hier. Okay. That is not the one. Ursprung. Okay. RB. Nicht stopp mal. Hier. Ich kann hier. That is not the one I need. That is. Eine Liste der gestohlenen. Okay. Oh. That is. Okay. That is. Okay. That is not the one I need. Gifte. Ich mach einfach mal. That is. That is. Geld geben. Okay. Okay. That is not the one I need.
Enzyklopädie, Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin. That is not the one I need. Botanik. That is not the one I need. Ah. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Okay. Vor allem Florem diabolica. Allerdings mit bestimmten muss ein aggressiven Schienen sind, die sie mit Schleuder und tödlichen Sporen. Here it is. Okay. Suche nach den Symbolen, die wir Chemie, Gifte, Verletzung, Kriminal, Kampf, Zeichensymbole. Okay. 7 Seymours Gartenwerkzeuge Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für alle Bedürfnisse im Gartenbau, für welche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, Mulch, Topfvarianten sowie alles, was Sie benötigen. Here it is. Okay. Finde, okay. Können wir hier was machen? My analysis table. It is Okay. useful for my work. Ja. Wir wissen alle, was er gerade macht. Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new... A map of London and the surrounding... Okay, schau mal, was habe ich denn jetzt gefunden für ein Ding? Okay, tödliche Pflanze gestohlen. Vergiftung. Was haben wir dann hier? Diebstahlmord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen nach der letzten Ausstellung in Kigion gestohlen haben. Ja, ja. Was müssen wir denn noch machen? Finde raus, wer auf dem Gebäude taucht. Übersuchen Sie die Gebäude und sammeln Sie Informationen. Finden Sie die Pflanzen mit der Okay, ich schätze mal, ich muss jetzt hier wieder in diese Gardens-Dinger gehen. Oder? Okay. Und gucken wir mal. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Mhm. Was für ein Lifestyle? Ich muss ein bisschen, glaube ich, näher ran. Das habe ich alles schon gemacht, ne? Okay. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it.
That and And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Gab's das früher schon? Schätze what den is your Namen? opinion of Also den Albert Begriff? as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Mhm. So. Locked. Will da rein? Locked. Alles lockt hier, oder was? Locked. Hier ist ja alles zu. Was ist das für ein Laden? Skandal. Oh. Mhm. Da ist nichts rein, kann ich mich nicht erinnern, oder? Mhm. Wir sind hier. Seed house. Ventilation system. Dry tropics. Nursery. Palm house. Jetzt hier alles Water nochmal. lily greenhouse. Dry tropics. Colonial collection. Director's office, cloakroom and laboratory. Reserve. Okay. Aha. Ich kann mich hier gar nicht rein. There is a smell of burning. Oh, jemand verbrennt die Blumen. Kann man hier rein? Locked. Locked. Wie wär's denn auch nochmal locked? Locked. Doch. Hier ist ein. Das haben wir auch. Oh.
A water tank. Wassertank. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Stimulation bedeutet doch, A ventilation system. kann das bedeuten, dass es, okay. Kann das vielleicht bedeuten, dass man durch Hitze die stimulieren kann, dass sie so eine Abwehrreaktion machen und dadurch giftig werden? Könnte sein, könnte sein. Hm. Okay, hier kann man nicht lang. Ich schätze mal, die wollen hier das Offensichtliche mir angucke. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. Okay. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. The symbol is not from Kew Gardens. Sehr gut. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. A broom handle was half burned. The remains of a picture frame. Hm. Hier wird das schon gemacht. Gut. Hm. Try room. The symbol is Okay. Hm. Hm. according to this. Also hier bin ich jetzt schon gewesen. Was ist das hier nochmal? Nee, bin ich hergekommen. Watson! Hier muss ich.
Alter. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay. Mhm. Dann gucken wir, jetzt können wir noch ein bisschen, würde ich mal sagen, noch ein bisschen Locked. abgeschlossen. Okay. Schreibtisch. Mhm. 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 Newspapers discussing Kew Gardens. Die Belegschaft von Kews Garden verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig würde sie sibirische Gerste getauft. Der stolze Züchter der neuen Getreideart wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zum Thema abhalten. Okay. Ist hier noch irgendwas? So. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, es wäre besser, wenn du deine Arbeit hier in Gift einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen. Denn du stehst offensichtlich auf eigene Füße, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem zukünftigen Leben. Oh. Okay, die wurde schon mal. Champagne. French wine. A remarkable vintage. Champagne. Montague Dunn had good taste.
Mhm. Okay. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Hm. Okay. Ich glaube, hier habe ich alles, oder? Hm. Was ist das hier? Locked. Der Vortisch. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Tobi. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Hm. Okay, da kann ich nicht. Oh. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. I don't hear anything. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Hm. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Soll ich hier reingucken? Oh. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Oh. A botany book. This student's book belongs to Albert. The employee's cloakroom. Warum? Okay. Locked. Holmes, It does not matter. Oh.
Okay. Mhm. Hm. Okay. Open. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, fuck. Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Sehr geehrter Herr Gehör, aufgrund der jüngsten Ereignisse möchte ich Ihnen meine Bewerbung zum Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Hume noch am Leben war, konnte ich Ihren Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hätte mich selbstverständlich damit aufgehoben. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kews Garten. Wie kann ich in dieser Situation tatenlos zusehen? Wie kann ich die Gärten unerfahrenen, unmotivierten Menschen benutzen? Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortlaufende Ungewissheit. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Hm? Father and I. Kew Gardens. Albert's locker. Specialist articles on shipyard. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer folgenden bei unseren Eingangsprüfungen nicht auf den Royal Naval College willkommen heißen können. Ihr Vater hat seine Absicht zum Ausdruck in die Leitung der königlichen botanischen Gärten Irlands erfahren. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Zukunft in Stuttgart. Uiuiui. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Miss White's locker. These jewels must be worth a small fortune.
Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre achten, wenn du meine Unterstützung annimmst. Okay. A vanity purse. It is of high quality. Irgendwas? Noch. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast, in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber mit dem Tun getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen. Diplom. Apparently, Miss White is a capable student. Okay. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Okay. Warte mal. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet offensichtlich nicht so herzlos sein und halten das mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund der Geldumstände nicht abschießen kann. Margaret. Okay. Ich muss aber jetzt einmal nochmal gucken. Ich kann die nicht so richtig auseinanderhalten. Albert Thun, Martin Hamish und die Frau fehlt mir noch. Okay. Hier haben wir alles gemacht. Ich habe aus Versehen das Rätsel anscheinend übersprungen. Bevor wir die liebe Dame kennenlernen, würde ich jetzt hier erstmal abschließen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal, wenn es heißt Sherlock Holmes, Paranoia und Watson suchen den Giftmörder. Man sieht sich. See you.